Guten Morgen zu diesem Video, das eigentlich ein richtig schöner, sommerlicher Sonnenvlog werden sollte. Und der Sommer 2021 macht mir mal wieder, muss man sagen, mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Es regnet mal wieder in Strömen draußen und ich hatte eigentlich für dieses Video geplant, ja, halt irgendwie so ein richtig sommerliches Video zu machen, so einen sommerlichen Vlog mit so ein paar Tipps. Und ich habe nämlich auch ein ganz tolles Paket mit wunderschöner Bademode bekommen. Das möchte ich euch nämlich auch zeigen, weil es auch zum Thema so schön passt. Und schon mal kurz vorweg eine kleine Info, da gibt es nämlich auch ein kleines Gewinnspiel. Deswegen unbedingt bis dahin und sowieso bis zum Ende dranbleiben. Da gibt es gleich ein paar weitere Infos zu. Ich habe mir jetzt aber gedacht, okay, dann machen wir das Ganze halt ohne Sonne. Versuchen wir trotzdem irgendwie einen Sommervlog hier rauszukriegen. Beziehungsweise ich nehme euch heute einfach mal wieder den Tag so ein bisschen mit. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Der Kleine ist in der Kita. Und was ich im Moment total liebe und absolut mit dem Sommer verbinde, das ist der Duft von Jasmin. Das ist jetzt, was ich hier habe, ist jetzt leider etwas, das man nicht hier bei uns kaufen kann, denn das ist aus Tunesien. Das hat mein Mann mir mal mitgebracht. Das ist nämlich einmal Parfum mit Jasmin und das riecht so geil. Ich finde, das riecht einfach so lecker. Das kann ich mal benutzen. Und er hat mir nämlich auch eine Bodylotion dazu mitgebracht. Auch die riecht so unfassbar lecker nach Jasmin. Ich war ja nie so ein blumiger Dufttyp, aber dieser Duft, ja, es ist halt nicht so ein Kopfschmerzduft. Wenn ihr wisst, was ich meine, von so Blumendüften kriege ich super häufig Kopfschmerzen. Unternehmen, das heißt Maison de Senteur, ist wohl ein tunesisches Unternehmen. Da habe ich mich mega darüber gefreut, als er mir das mitgebracht hat. Und auch so ein Bodyspray hat er mitgebracht. Persian Lily heißt das. Es tut mir leid, dass ich hier von Sachen erzähle, die man hier nicht kaufen kann. Aber das riecht so gut. Was heute bei mir so ein bisschen auf dem Plan steht, ist Hausarbeit. Ich muss einen festen Friseurtermin machen, nicht für mich, sondern für den Junior. Frag nicht warum. Da muss ich gucken, ob ich notfallmäßig heute Nachmittag ihn irgendwie unterkriegen kann, dass da ein bisschen was korrigiert wird. Ich habe ja auch schon mal häufiger unser Arbeitszimmer so ein bisschen gezeigt. Und was uns immer gefehlt hat, das war einfach noch so ein bisschen Stauraum für so ein paar Unterlagen und einfach so Kleinkram. Und wir haben letztens eine ganz coole Anzeige gesehen, wo man so einen Rollcontainer gebraucht, günstig kaufen konnte. Es war halt ein Unternehmen, das sich irgendwie aufgelöst hat und die wollten halt diese Rollcontainer loswerden. Das ist nicht das wunderschönste Design, aber es erfüllt seinen Zweck. Jedenfalls haben wir das letzte Woche abgeholt. Und es muss halt noch sauber gemacht werden und dann kann das auch mal eingeräumt werden. Dann ist der Schreibtisch nämlich auch so ein bisschen leerer und ein bisschen ordentlicher. Das wollte ich heute auch machen. Und weil das Ganze auch so ein Sommervideo werden sollte, irgendwie habe ich auch ein Rezept vorbereitet für eine Limo, die ich super gerne trinke, wenn es so richtig warm ist. Und ich habe die vorbereitet. Ich habe das Ganze mal mitgedreht für euch und das zeige ich euch jetzt gleich. Die ist nämlich super lecker erstens und zweitens ist sie so einfach zu machen, nichts irgendwie groß mit aufkochen und so, weil das ist mir halt immer so ein bisschen aufwendig. Aber diese Limo, da muss man nichts kochen, da muss man einfach noch nur so ein paar klitzekleine Zutaten zusammenschütten und schon hat man eine richtig leckere Limo. Und wie ich die immer mache, zeige ich euch jetzt. Ich mache nämlich immer eine Limo mit Holunderblütensirup selber und dafür braucht man Mineralwasser, Limetten, Holunderblütensirup und frische Minze. Und das ist auch schon alles. Und wie man sich denken kann, kommt alles zusammen in eine Karaffe. Meine Karaffe fasst 1 Liter und als allererstes gebe ich immer unten die Minze rein. Ich schlage die immer einmal kurz an.
Und dann kommt die da rein und dann kommt der Holunderblütensirup dazu. Dafür nehme ich 120 Milliliter. Und dann presse ich den Saft von 1,5 Limetten da rein. Also ich habe hier jetzt wirklich 1,5 genommen. Wer es ein bisschen saurer mag, der kann natürlich 2 komplette Limetten nehmen. Und dann füllt man das einfach mit dem Mineralwasser auf und am besten einmal kurz ein bisschen in den Kühlschrank stellen und abkühlen lassen und fertig. Und ich sag euch, die ist super lecker. Ich mache die auch immer ganz gerne, wenn wir Besuch bekommen oder so, wenn es ein bisschen wärmer ist. Und auch da habe ich immer sehr, sehr positive Rückmeldungen zu bekommen. Es regnet immer noch. Ich habe noch keinen Friseurtermin für diesen Nachmittag. Ich hoffe, dass ich da noch was kriege. Aber ich habe es mir jetzt kurz ein bisschen gemütlich gemacht auf dem Sofa. Ich wollte euch nämlich was vorstellen. Ich habe es schon mal erzählt. Ich finde, es ist total schwierig, schöne Bademode zu finden. Da was zu finden, das vom Design schön ist und auch vom Schnitt. Ich wurde vor kurzem von South Coast angeschrieben, ob ich nicht Lust auf eine Zusammenarbeit hätte. Das ist ein Unternehmen, das Bademode herstellt. Und ich habe mich auf der Webseite umgesehen und ich war sofort verliebt. Also ohne Witz, die Bademode ist so wunderschön und da konnte ich einfach nicht anders als zusagen. Und South Coast hat mir freundlicherweise einen ganzen Schwung wunderschöne Bikinis zugeschickt, kostenfrei, die ich euch jetzt gleich zeigen möchte. Und was mir an der Bademode sofort aufgefallen ist, das sind halt einmal die wunderschönen Designs und die schönen Schnitte. Es gibt mehrere Kollektionen, also das heißt Stoffe und Muster. Und was man immer mal wieder findet in diesen Kollektionen, das sind die Schnitte. Das heißt, ihr werdet jetzt gleich auch den gleichen Schnitt vom Bikini in verschiedenen Kollektionen, aus verschiedenen Kollektionen sehen. Und das finde ich schon mal eine ganz coole Sache. Was ich außerdem total cool fand, das war, dass die Unternehmensphilosophie im Prinzip ist, gute Qualität, sehr gute Qualität zu einem erschwinglichen Preis zu verkaufen. Und das merkt man auch. Die Stoffe der Bademode, die kommen aus Italien. South Coast hat eher ein kleines Team, aber dafür sehr erfahrene Leute, die verstehen ihr Handwerk. Und ich finde, man merkt das auch wirklich, wenn man so ein Bikini in der Hand hält. Man merkt die Qualität, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich zeige euch jetzt mal die Teile, die ich netterweise zugeschickt bekommen habe. Nach diesem Haul gibt es auch noch ein kleines Gewinnspiel und Näheres dazu erzähle ich euch aber danach. Der erste Bikini, den ich euch zeigen möchte, der ist aus der Urban Jungle Collection und das war wirklich das Teil, das mir sofort beim ersten Besuch auf der Webseite ins Auge gesprungen ist, weil ich den so wunderschön finde. Das ist dieser hier, das Modell, also das ist die Urban Jungle Collection, das Modell heißt Remy. Der sieht so aus, ich finde das Muster wunderschön, ich liebe diese Farben und das Oberteil hier ist halt so ein bisschen sportlich geschnitten, ihr seht das. Und das hat halt hier unter der Brust auch noch dieses elastische Band, das ja auch noch so ein bisschen glitzert. Und hinten, ich gucke mal, ob ich es jetzt zeigen kann einigermaßen, sind die Träger dann auch noch mal so über Kreuz. Also ihr seht, das ist wirklich ein sehr sportlicher Schnitt. Finde ich wunderschön. Das ist die Hose dazu, sieht genauso aus. Hier sind übrigens Polster drin, die kann man aber, wenn man möchte, kann man die hier auch an der Seite rausnehmen. Dann habe ich, das finde ich ganz cool, im Vergleich dreimal das gleiche Modell, aber aus verschiedenen Kollektionen zugeschickt bekommen. Das Modell, das heißt der Schnitt, heißt Nori und ist ein Neckholder-Oberteil. Und ich habe hier einmal das aus der, ich glaube, Boho Collection heißt sie. Boho Life Collection, genau. Das Ganze sieht so aus. Also es ist wirklich ein richtig schönes Boho-Muster. Ihr seht hier den Neckholder. Und bei dem Modell hat man halt hier in der Mitte so einen Ring, wo die dann festgemacht sind. Und ja, ihr kennt das. Hinten wird gebunden und im Nacken wird gebunden. Das heißt, man kann sich dann halt die Größe selber einstellen. Da ist nichts irgendwie... Hat man ja auch häufiger mal, dass irgendwie hier der hintere Bund irgendwie schon so einen festen Verschluss hat oder so. Aber das kann man hier alles ganz individuell einstellen. Und ich finde den super schön. Ich mag das jetzt nicht so gerne angezogen zeigen, aber ja, ich liebe das wirklich total. Die Hose sieht dann bei dem Modell Nori so aus. Auch die kann man dann an den Seiten knoten und sich je nach Größe dann auch nochmal einstellen. Und dann habe ich Nori auch nochmal aus der High Shine Collection bekommen. High Shine, wie man sich denken kann, sind
Da ist der Stoff so glänzend und richtig schön shiny. Und auch da gibt es verschiedene Farben und auch nochmal gemusterte. Ich habe jetzt hier diesen Uni in Rot. Super schön. Also wirklich, das sind halt wirklich so Teile, die sind schlicht, aber die machen halt wirklich optisch absolut was her, weil sie richtig edel wirken. Ich habe auch gleich nochmal einen anderen, der auf der Webseite gar nicht so edel aussah, wie er tatsächlich dann in Wirklichkeit ist. Zeige ich euch gleich. Die Hose dazu finde ich auch sehr schön. Die ist vom Schnitt genauso wie die andere. Die hat dann hier aber auch nochmal so ein aufgenähtes Band. Ist auch nochmal so ein kleines Detail, das das Ganze einfach nochmal zu etwas Besonderem macht. Wunderschön. Und das dritte Mal Nori aus der Jacquard Collection. Und also da war ich wirklich sehr, sehr geflasht, sagen wir mal so, als ich das Ganze, weil in echt wirkt diese Jacquard Collection einfach nochmal ganz anders als online. Auch hier wieder Modell Nori, Neckhalter, wird im Nacken zusammengebunden, auch hier wieder den Ring in der Mitte und ich zeige euch das Muster jetzt mal ein bisschen näher, dass ihr das sehen könnt. Und das ist einfach so was Besonderes. Erstmal die Farbe ist einfach der Hammer, so ein richtig krasses, tolles Pink. Und dadurch durch dieses leicht erhabene, wie so ein Wellenmuster, es ist einfach, sieht wunderschön aus. Die Hose dazu zeige ich euch auch nochmal. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren absoluten Lieblingsteil von mir. Das ist nämlich auch aus der Jacquard Collection, aber ein anderer Schnitt. Und zwar so ein ganz typischer Bügel-Bikini, Oberteil, aber in schwarz. Und ich zeige euch das und der sieht vor allem angezogen, der sieht so toll aus, so edel und wunderschön einfach. Der macht einfach sowas her, ist so ein Hingucker. Bisschen näher rangezoomt seht ihr wieder das Muster. Und ich sag euch, auch hier durch diese leichte Raffung hier unten am Bügel angezogen, das ist der absolute Hammer. Der ist so toll und gleichzeitig so schlicht, aber dafür wirkt er einfach wirklich fast edel. Also anders kann man es gar nicht sagen. Die Hose dazu hat natürlich das gleiche Muster. Sieht so aus, ganz schlichter Schnitt. Und auch hier wieder, ich finde, das ist nicht so dieser super krasse Schnitt, wo man einfach Sorge hat, dass jeden Moment was rausrutscht und der halbe Popo draußen hängt. Nein, der ist wirklich schön bedeckt, aber auch nicht so, dass man das Gefühl hat, man trägt jetzt gerade hier ein Zelt, ein Zirkuszelt oder so. Also wirklich, ich bin schwer begeistert. Neben den jetzt gerade gezeigten Modellen und Collections gibt es noch mehr online auf der Webseite von South Coast. Den Link dazu packe ich euch in die Infobox. Schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Außerdem habe ich ja schon angekündigt, es gibt etwas zu gewinnen. Ich verlose ein Bikini oder einen Badeanzug. Die gibt es nämlich auch von South Coast an euch. Ihr dürft euch einen aussuchen. Und um mitzumachen bei diesem Gewinnspiel, schreibt mir in die Kommentare oder ja, lasst einen Kommentar unter diesem Video da, dass ihr gerne mitmachen möchtet. Und schreibt mir, für welches Modell bzw. für welche Kollektion ihr euch gerne entscheiden würdet. Es muss natürlich keins von den jetzt gerade hier gezeigten sein, sondern geht einfach auf die Webseite, schaut euch da um, sucht euch etwas aus oder beziehungsweise ja, wofür ihr euch entscheiden würdet, wenn ihr denn ausgelost werdet bei diesem Gewinnspiel und schreibt mir das dann in die Kommentare. Um mitzumachen, solltet ihr natürlich auch Abonnent meines Kanals sein und die weiteren Gewinnspielbedingungen, wie lange das Ganze läuft und so weiter, findet ihr in der Infobox. Ich würde mich ja jetzt echt gerne im Bikini auf den Balkon setzen, aber das wird wohl nichts heute. Aber ich bin jetzt für den Urlaub dieses Jahr, der hoffentlich auch stattfinden kann, aktuell sieht es noch so aus, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgerüstet und ich freue mich total, diese wunderschönen Teile auch richtig ausführen zu können und tragen zu können. So, ich begrüße euch aus meinem Kleiderschrank. Also ihr steht gerade in meinem Kleiderschrank. Ich hatte nämlich plötzlich das dringende Bedürfnis, diese Schublade, die ihr gerade gesehen habt, aufzuräumen. Denn das ist die Schublade, wo ich eigentlich meine Bademode drin habe, beziehungsweise auch so Schals und Tücher und Gürtel und
90% von den Sachen, die da drin sind, trage ich nicht mehr. Da sind auch noch, ja, uralte, völlig ausgeleierte Bikinis drin, die ich dann jetzt auch mal aussortieren kann, weil ich dann jetzt halt wirklich auch genug habe. Genau das mache ich jetzt. Das stand eigentlich nicht auf meiner Liste für heute, aber es ist dringend nötig. Das habe ich nämlich bemerkt, als ich jetzt die ganzen tollen neuen Bikinis einsortieren wollte und gemerkt habe, da ist kein Platz mehr. Deswegen werde ich das jetzt machen. Da mal ein bisschen durchsortieren vor allem und auch einfach rigoros das wegschmeißen, von dem ich weiß, das werde ich nie wieder benutzen. Bei ganz vielen Sachen sehe ich das schon auf den ersten Blick. Dieses Tuch hier zum Beispiel, könnt ihr euch noch an diese Tücherzeit erinnern, als es ja so ein Tuch das Accessoire überhaupt war? Da habe ich nämlich zu dieser Zeit ganz, ganz viele gekauft und die schimmeln jetzt alle in irgendwelchen Schubladen und Schränken rum und kommen jetzt weg. So, weg damit. Werde ich nie wieder benutzen. Dieses hier bewahre ich aber auf. Das hat nämlich eine ganz besondere Bedeutung für mich. Ja, das kann man auch noch größer machen. Das ist nämlich erstens wunderschön bunt und zweitens hat mir das meine Mama als kleine Überraschung zu meinem Abiball, für mein Abiball-Outfit besorgt. Das hatte sie mir dann am Tag meines Abiballs gegeben, dieses Tuch, dass ich das halt wie so eine Stola über mein Kleid tragen kann. Das war nämlich schwarz, mein Kleid. Und dann konnte ich damit nämlich dann noch so ein bisschen Farbe da reinbringen. Ja, deswegen, das bleibt auf jeden Fall. Das hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Oh mein Gott, ich habe gerade eins meiner früheren Lieblingstücher gefunden. Das war das Tuch für mich. Das habe ich immer getragen. Also eine Zeit lang habe ich das immer getragen. Da hat man das ja so gemacht. Moment. Da hat sich was vertroddelt hier. So, genau. Erstmal als so ein Dreieck gelegt. So. Und dann so. Jo. Das war der Style früher. Ich kann euch gar kein Jahr mehr dazu nennen, aber das war so. So, und dann hatte ich da noch so eine Jacke. Ja, so sah ich immer aus früher. Schublade ist nicht perfekt, aber es ist wenigstens um einiges ordentlicher. Sie ist auch immer noch gut voll, aber ja, ich habe ordentlich aussortiert und ja, es ist einfach so typisch Leben mit Kind. Ich habe da Sachen drin gefunden. Ich suche diesen Trinkaufsatz, beziehungsweise diesen Aufsatz von einer seiner Wasserflaschen seit Wochen, wenn nicht seit Monaten. Es war in dieser Schublade und ich habe schon an mir gezweifelt und habe schon gedacht, es kann ja nicht sein, dass wir nur dieses Teil irgendwo vergessen oder liegen lassen, weil die Flasche steht die ganze Zeit im Schrank. Aber das hat gefehlt, ja, es war in der Schublade. Außerdem habe ich da ungefähr 3 Paar Schnürsenkel drin gefunden, von denen ich auch überhaupt nicht weiß, wie die da reinkommen. Und ja, ein Buch, sämtlichen Kram. Ich habe spontan beschlossen, das Arbeitszimmer für heute Arbeitszimmer sein zu lassen und diesen Rollcontainer nicht mehr sauber zu machen und einzuräumen heute. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Und ich glaube, dass dieses Video jetzt auch schon ordentlich lang ist. Deswegen beende ich das an dieser Stelle. Ich hatte überlegt, auch ein Video zu machen. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass wir hoffentlich dieses Jahr in den Sommerurlaub fahren können. Und ich habe da schon so ein paar Sachen besorgt, gerade was so Urlaub mit Kind angeht, was man irgendwie braucht oder gebrauchen könnte, auch was so Beschäftigung und so weiter angeht, aber auch ja, bei heißen Temperaturen, was nicht fehlen sollte mit kleinem Kind, was ich da so besorgt habe. Ja, ob da Interesse besteht, ob ihr da Lust habt auf so ein Haul-Video mit den Sachen, die ich besorgt habe für diesen Sommerurlaub. Sei es jetzt irgendwelche Beschäftigungen, praktische Sachen oder Sachen, die auf jeden Fall sein müssten mit kleinem Kind in der Sonne, dann schreibt es auch sehr gerne in die Kommentare. Und nicht vergessen, an dem Gewinnspiel teilzunehmen bei diesem Video. Ich fange jetzt schon mal an, das Abendessen zu kochen. Ich koche uns, glaube ich, heute einfach einen Couscous. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid und sage bis dann. Tschüss!